Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Also was zurzeit in Spanien in der Medienwelt los ist, ist absolut verrückt. Ich selber verfolge seit über 20 Jahren aktiv täglich die Sportnachrichten in Spanien. Und so wie dieses Jahr habe ich es noch nie erlebt. Marca sagt A, AS sagt B, eine andere Zeitung sagt C. Vorgestern war es Scaloni, gestern war es José Mourinho, heute ist es wieder Jürgen Klopp. Und es ist unmöglich, alle Gerüchte für euch in ein Video zu packen. Dann müsste ich, glaube ich, jeden Tag 2, 3 Videos machen, die eine Stunde gehen würde. Aber ab und zu legen sich die Sterne günstig und die guten Quellen, wie Fabrizio Romano, Mario Cortegana, Ramón Álvarez de Mon, berichten alle das Gleiche. Ja, und gestern war einer dieser Fälle, und zwar Toni Kroos soll zurück nach Real Madrid. Und er soll eine wichtige Rolle im Verein übernehmen. Eine Rolle, die absolut Sinn macht, wenn man den Charakter von einem Toni Kroos kennt und vor allem eine Rolle, die mir als Madridista Hoffnung macht. Was das für eine Rolle ist, das berichte ich euch natürlich in diesem Video. Dann habe ich noch ein paar andere Informationen rund um die spanische Liga. Eine Szene, nach der ihr mich sehr oft gefragt habt. Dann hat sich der Marciniak mal zu Wort gemeldet. Nach 2 Jahren, nach dem berühmten Spiel Barcelona gegen Inter Mailand, wo die Barcelona-Fans bis heute ja noch sagen, Marciniak ist Madrid-Fan. Der hat denen mal ganz schnell seine Meinung gegeigt. Also was da los ist, sehr interessant. All das und noch viel mehr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, heute freue ich mich besonders aufs Video, hab mal so 2, 3 andere Sachen, die nicht unbedingt mit Real Madrid zu tun haben, aber nach denen ihr mich sehr oft gefragt habt, ich wollte die für euch mal zusammenfassen. Aber fangen wir zunächst einmal mit der Champions League an. Vorgestern hatten wir alle das Spektakel Paris gegen Bayern 5:4, die Fußballwelt war glücklich. Und gestern haben wir alle gedacht, oh Gott, Atletico Madrid gegen Arsenal. Und ich muss sagen, das Spiel war natürlich das erwartet langweiligere Spiel, aber trotzdem war eine sehr hohe Intensität drin in den Zweikämpfen. Also als Fußballliebhaber gab es auch Situationen aus diesem Spiel, die du mitgenommen hast. Und am Ende, Wetthäuser haben Angst vor mir. Ich habe gesagt, wer über Tore tippt, hasst Geld, und ich habe recht behalten. Am Ende spielen sie 1:1 durch 2 Elfmeter. Ja, und ich glaube, das war auch das gerechte Ergebnis. Arsenal hat einen Elfer bekommen, der ein bisschen leid war, aber den kannst du tatsächlich geben. Was ich allerdings nicht verstehe, Arsenal bekommt in der 80. Minute kurz danach noch einen Elfmeter und das VAR nimmt ihn zurück. Und ich bin ganz ehrlich, so etwas habe ich noch nicht gesehen. Also, abgesehen davon, muss man diesen Elfmeter geben? Meiner Meinung nach nicht. Ne? Also es war jetzt kein ganz klarer Elfer, aber wenn der Schiedsrichter einmal pfeift, darf das VAR sich meines Erachtens nach doch nur einmischen, wenn es eine 100%ige Fehlentscheidung war. Und es bestand ein Kontakt. Also kann das niemals eine 100%ige Fehlentscheidung sein. Also ich glaube, die Leute aus dem VAR-Raum nehmen sich viel mehr raus, als sie dürften. Wie oft haben wir gesagt, ey, schau dir das doch mal an, Schiri, und dann heißt es aber, ja, geht nicht, es ist kein 100%iger Fehler, und auf einmal geht es doch. Auf einmal sagt der Schiri, ja okay, Kontakt war da, aber vielleicht ist es ein bisschen wählig, guck dir das nochmal an. Ja, keine Ahnung. Wenn das für Atletico Madrid gilt, weil Simeone da viel Trara macht, weil das Stadion sehr laut ist, dann müssen diese gleichen Regeln aber auch für alle anderen Mannschaften gelten. Dann sollen die Schiedsrichter, ja, von mir aus gerne, dann sollen diese strittige Szenen alle nochmal anschauen und nicht auf einmal die Regeln neu erfinden. Das ist so eine Sache, das ist wie mit der Doppelberührung, muss ich auch immer wieder darüber schmunzeln. Eine Regel, die es jahrelang in der Welt des Fußballs gab. Wenn es bei einem Elfmeter eine Doppelberührung gibt, dann ist das unzulässig, dann zählt das Tor nicht. Und nur weil diese Situation einmal zugunsten von Real Madrid gepfiffen wurde, eine Regel, die immer schon da war, haben die Regel im Nachhinein geändert. Und wieder war Atletico Madrid die Mannschaft, die da sehr viel Trara gemacht hat. Also es ist unglaublich. Wie dem auch sei, im Endeffekt 1:1, alles wird im Rückspiel im Emirates entschieden. Schauen wir uns mal an, wer da der Finalgegner ist von entweder Paris Saint-Germain oder den Bayern. Ja,
Dann kommen wir zur spanischen Liga und es gab eine Szene, die habt ihr mir unglaublich oft per Instagram geschickt oder unglaublich oft auch per Twitter und ihr wolltet meine Einschätzung. Und zwar ist das ja der Schlag von Andrade, der Torwart von Zaragoza. Das Ganze ist hier in der zweiten spanischen Liga passiert. Das war das Spiel Zaragoza gegen Huesca. Huesca war kurz vor Schluss 1-0 vorne. Ja, und ein Spieler, der Kapitän von Huesca, Pulido, ist den Torwart so ein bisschen provozieren gegangen. Der Torwart hat ihn geschubst. Der Torwart hatte schon gelb. Und Pulido macht dann natürlich viel mehr draus, lässt sich fallen. Der Schiedsrichter fällt drauf rein, gibt dem Torwart gelb-rot. Und als der Pulido dann noch feiern geht, ja, dann reißen dem Torwart die Geduldsfäden und gibt ihm da einen Kanickel-Fangschlag. Ja, und das Auge von Pulido hat auch deftig etwas mitbekommen. Und die Strafe ist gestern bekannt geworden. Der Torwart von Zaragoza, Andrade, hat 12 Spiele Sperre plus das eine Spiel wegen der Gelb-Roten bekommen. Also 13 Spiele Sperre. Der Torwart von von Huesca hat auch 4 Spiele Sperre bekommen, weil der hat danach auf den Torwart auch draufgehauen. Und es gab Leute, die gesagt haben, der darf nie wieder Fußball spielen, etc. pp. Und ich möchte euch meine Meinung dazu sagen. Ich bin ganz ehrlich, wenn ich so eine Szene sehe, wie vom Kapitän von Huesca, dass der zur Seitenlinie geht, den Torwart provoziert, eine rote Karte provoziert und dann feiert, dann kocht mir das Blut. Und es gibt einen kleinen Teil in mir, der so ein bisschen gehässig ist, oder ich weiß nicht, ob gehässig, der dann die Aktion vom Torwart sieht und sich so denkt, boah, Gott sei Dank, das hat er sich echt mal verdient. Jetzt kann er sich wirklich mal auf den Boden fallen lassen, weil jetzt hat er wirklich mal was abgekriegt. Aber inzwischen habe ich ein Alter erreicht, wo man auch ein bisschen über den Tellerrand schauen muss. So ein Fußballspiel kann gut sein, dass ich mir das mit meinem Sohn anschaue. Mein Sohn ist 7 Jahre alt. Was mein Sohn im Fernsehen sieht, was er von den Profis sieht, das schaut er sich ab. Und Profis haben eine Vorbildfunktion. So etwas hat auf dem Fußballplatz nun mal nichts zu suchen. Gewalt ist keine Lösung, egal wie sauer oder wütend du bist. Geh dahin, beleidige den, beleidige seinen Familienstammbaum, halt dir die Hand vors Gesicht, dass das keiner sieht, etc. pp. Ja, aber, ja, Andrade hat sich auch danach entschuldigt und ganz ehrlich, ich finde so eine Strafe absolut okay. Ich finde auch 13 Spiele, das ist schon deutlich, dass so etwas ein absolutes No-Go ist. Ich fände es auch gut, wenn Zaragoza dem Torwart sagt, weißt du was, solange du gesperrt bist, kriegst du auch kein Gehalt, damit der Torwart das auch im Portemonnaie spürt. Das ist eine richtige Lösung. Aber ich fände es jetzt auch viel zu krass, wie Leute gesagt haben, der soll nie wieder spielen etc. Ich glaube, uns allen ist schon mal der Faden gerissen. In unser aller Leben gab es schon Situationen, auf die wir nicht stolz waren. Es war ein klarer Fehler. So etwas hat auf dem Fußballplatz absolut nichts zu suchen, aber es ist auch menschlich. Ich wünsche dem Pulido eine gute Besserung, aber ich wünsche mir auch ein bisschen, dass er daraus gelernt hat, denn so etwas hat auf dem Fußballfeld auch nichts zu suchen. Diese Provokation vor der Bank der Gegner etc. Naja, wie dem auch sei, meine Meinung zu der Situation, lass deine dazu auch gerne in den Kommentaren. Ja, eine andere Meinung, für die ich sehr kritisiert wurde, hoffentlich werde ich für die nicht so kritisiert, wird man sehen, war vor 2 Jahren. Barcelona war gegen Inter Mailand aus der Champions League geflogen. Wir erinnern uns alle, durch das späte Tor von Acerbi in die Verlängerung, dort macht Inter Mailand noch ein Tor. Ja, und Barcelona, die eigentlich schon den Finaleinzug gefeiert hatten, haben es dann doch nochmal aus der Hand gegeben. Ja, und die nächsten Tage waren sehr... Gignac hatte zunächst einmal den ganz klaren Elfmeter an Lautaro Martinez nicht gegeben. Das VAR hat ihn dann zu sich gerufen. Also auf dem Platz hat er ja die Entscheidung pro Barcelona getroffen. Und kurz danach hatte er ja zu Unrecht einen Elfmeter für Lamine Yamal gegeben. Und das VAR musste ihn... Also Gignac hatte an sich die Entscheidungen pro Barcelona gepfiffen. Ja, und das habe ich damals in meinem Video auch gesagt, habe sehr viel Kritik dafür bekommen. Ich weiß immer noch nicht warum. Ja, wie dem auch sei, Gignac wurde genau auf dieses Spiel von einem polnischen Influencer angesprochen und der hat ihm gesagt,
ich bin immer noch sauer auf dich wegen dem Spiel in Barcelona. Und Marciniak hat ihm genau das Gleiche erzählt wie ich. Das Ganze war auf Englisch. Für diejenigen, die kein Englisch sprechen, ich habe das Ganze durch das Übersetzungsprogramm laufen lassen. Also das ist in Deutsch, hört ihr das. Für diejenigen, die das Original hören wollen, damit die auch sehen, dass ich nichts irgendwie manipuliert habe, den Clip könnt ihr auf Twitter überall finden, wahrscheinlich auch auf YouTube. Aber hören wir uns erstmal den Clip an. Hey Mann, ich bin ehrlich, ich verzeihe dir immer noch nicht Barca gegen Inter Mailand, Mann. Ich verzeihe dir das immer noch nicht. Es tut mir leid, Bruder. Ehrlich gesagt gibt es da gar nichts zu vergeben. Das ist verständlich, das ist verständlich. Denn wenn du ehrlich bist, waren meine Entscheidungen zugunsten von Barcelona, weil ich keinen Elfmeter gegeben habe. VAR hat mich gerufen und mir das Bild gezeigt. Beim zweiten Mal habe ich Elfmeter gegeben, aber er hat mich korrigiert, weil es 4-5 Zentimeter außerhalb war. Also wenn wir ehrlich sind, habe ich 2 Entscheidungen zugunsten von Barcelona getroffen, aber VAR hat mich korrigiert. So ist das Leben, hm? Ja, und es war schon sehr vielsagend, wie der polnische Influencer nichts mehr zu sagen hatte. Es ist genau das, was ich vor 2 Jahren in meinem Video gesagt habe. Und trotz alledem, die Barca-Fans bis heute sagen immer noch, Marciniak war schuld, weil er ja Real Madrid-Fan wäre. Also, ja, auf jeden Fall wollte ich euch das auch mal gezeigt haben. Fand ich sehr interessant. Wie gesagt, auch die Reaktion des Content Creators, wie der gemerkt hat, oh, der hat ja die Argumente auf seiner Seite und dann kam auch nichts mehr hinterher. Ja, bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Lasst eure Meinung in den Kommentaren. Aber Schluss jetzt mit den ganzen Themen, die nichts mit Real Madrid zu tun haben. Kommen wir jetzt zum Hauptthema des heutigen Videos. Und da dreht sich und handelt es sich um Toni Kroos. Wie gesagt, die Trainersuche von Real Madrid läuft auf Hochtouren, aber abgesehen von der Trainersuche ist der Name, der im Madridismo zurzeit am meisten Hoffnung, am meisten Illusion weckt, der von Toni Kroos. Eine absolute Legende. Hat so ein bisschen Aura, Autorität etc. So ein ruhiger, besonnener Typ. Und in den letzten Wochen, als es hieß, er soll vielleicht Co-Trainer von Klopp werden, ich habe da natürlich auch ein bisschen Illusion. Aber ganz ehrlich, eine Stimme in mir hat mir immer gesagt, Toni Kroos tut sich so etwas wie ein Co-Trainer oder Trainer nicht an. Da steht er drüber über solchen Sachen. Das ist nicht der Typ Mensch, der irgendwann von Real Madrid entlassen werden muss, weil die Ergebnisse ausbleiben. Nee, das sehe ich bei einem Toni Kroos nicht. Ja, und mehr oder weniger, diese Gedanken haben sich gestern wiedergefunden. Ja, fangen wir zunächst einmal an, was hat Fabrizio Romano zu dieser Situation gesagt? Es gibt also ein echtes Interesse von Real Madrid, Toni Kroos zurück zum Verein zu holen. Real Madrid hat mit Personen aus dem Umfeld von Toni Kroos und mit Toni Kroos selbst über diese Möglichkeit gesprochen. Offensichtlich würde es sich dabei um eine Rolle im Management handeln. Bevor Toni Kroos also Ja oder Nein sagt, wann und wie, möchte er verstehen, um welche Art von Rolle es sich handeln würde. Er möchte also wissen, wie groß der Einfluss von Toni Kroos auf die aktuelle Strategie und die derzeitige Struktur bei Real Madrid wäre. Das Gespräch wird also stattfinden und wir werden erfahren, wie Toni Kroos antwortet, aber sicher ist, dass Real Madrid in dieser Angelegenheit konkret wird. Real Madrid hat offenbar das Ziel, Toni Kroos wieder unter Vertrag zu nehmen. Real Madrid, und wenn ich Real Madrid sage, meine ich in diesem Fall auch den Präsidenten Florentino Pérez persönlich. Er wird persönlich über den Trainer entscheiden, aber auch Florentino Pérez setzt sich persönlich dafür ein, dass Toni Kroos zurückkehrt, weil er glaubt, dass Toni Kroos den Real Madrid-Stil verkörpert. Toni Kroos kann Real Madrid als Teil des Vorstands repräsentieren und nicht nur als ehemaliger Spieler, als Legende auf eine fantastische Weise. Toni Kroos hat das Wissen, die Erfahrung und die Führungsqualitäten, um eine wichtige Figur intern zu sein, bei den Spielern natürlich, aber auch, um den Menschen im Verein die richtigen Ratschläge zu geben. Ja, also ihr hört bereits, es gibt die ersten Gespräche von Real Madrid mit der Entourage Toni Kroos, mit Toni Kroos. Toni Kroos möchte natürlich erstmal wissen, um was handelt es sich da? Und Toni Kroos ist auch nicht der Typ wie ein Roberto Carlos, der sich da hinstellt, im Hintergrund ist und nie was sagt, etc. Ich glaube, ein Toni Kroos denkt sich, wenn ich zurückkommen soll zu Real Madrid, dann nur, wenn ich auch was zu sagen habe. Dann, wenn meine Stimme auch wirklich Gehör findet und Gewicht hat. Ja, und das soll sie anscheinend bekommen, denn das hat ein Mario Cortegana in einem Artikel für The Athletic zusammengefasst. Lesen wir uns das zusammen einmal durch.
Real Madrid führt Gespräche mit Toni Kroos über eine mögliche Rückkehr in eine neue Rolle. Real Madrid führt Gespräche mit Toni Kroos über einen Plan, den ehemaligen Mittelfeldspieler in einer neuen Rolle mit wichtigen Verantwortlichkeiten zurückzuholen. Der 36-jährige Kroos beschloss, seine Fußballkarriere nach der Heimeuropameisterschaft 2024 für Deutschland zu beenden, obwohl Real Madrid sehr daran interessiert war, seinen Vertrag zu verlängern. Seit seinem Rücktritt vom Profifußball konzentriert er sich auf die Toni Kroos Akademie, die im September 2024 in Madrid eröffnet wurde. Quellen, die mit den Gesprächen vertraut sind und anonym bleiben möchten, da sie keine Genehmigung zur Stellungnahme hatten, berichten, dass Real Madrid unter anderem die Möglichkeit prüft, Kroos in die sportliche Leitung zu integrieren. Dies würde einen ähnlichen Weg zurück zum Verein bedeuten, wie den von Zinedine Zidane, der im November 2010 zunächst eine Beraterrolle übernahm und später selbst als Täter trainisch wurde. Obwohl die genaue Rolle von Kroos noch unklar ist, sehen Quellen bei Real Madrid ihn als wertvolle Unterstützung bei der Kaderplanung, der Repräsentation des Vereins und der täglichen Arbeit auf dem Trainingsgelände. Sollte Kroos zurückkehren, würde er eng mit den wichtigsten Entscheidungsträgern des Vereins zusammenarbeiten, darunter Präsident Florentino Perez, Manager José Ángel Sánchez und Chefscout Juni Calafat. Ja, ihr habt es selber gehört. Also, ein Toni Kroos soll eine sehr wichtige Rolle bekommen, soll ein bisschen, ja, so die Figur zwischen dem Verein, zwischen den Verantwortlichen und dem Trainer sein, aber sein Wort soll Gewicht haben bei der Kaderplanung, bei der Trainerauswahl etc. Ja, und wenn man dann noch weitergeht, hat heute Morgen ein Ramón Álvarez de Mon in seinem Programm wieder einmal Joaquín Maroto gehabt. Und bevor ich euch das jetzt alles wieder übersetze und zusammenschneide, sage ich euch einfach mal, was da passiert ist. Ansonsten könnt ihr das Video von einem Ramón Álvarez de Mon ja gerne schauen mit Untertiteln, versteht ihr das mit Sicherheit auch. Und zwar, Joaquín Maroto hat klargemacht, Toni Kroos soll bereits jetzt die Fühler ausgefahren haben, wie die Situation von einem Jürgen Klopp ist. Er hat gesagt, ein Toni Kroos soll relativ zeitnah, vielleicht schon nach dem Clasico, aber spätestens Ende der Saison soll ein Toni Kroos offiziell wieder zurück in den Club aufgenommen werden. Und seine erste Aufgabe soll es sein, mit Jürgen Klopp Kontakt aufzunehmen, wie die Situation von Jürgen Klopp ist, ob er es sich vorstellen könnte. Das soll so die erste Aufgabe von einem Toni Kroos sein. Natürlich auch in der Kaderplanung mit einem Klopp oder so dann zusammen. Ja, und das, meiner Meinung nach, ergibt schon, wenn man das gesamte Bild sieht, ein bisschen Sinn. Toni Kroos mit viel Verantwortung sehe ich ihn und das macht mir auch Hoffnung. Toni Kroos, ich halte von seiner Fußball-Knowledge unglaublich viel. Er ist auch in seinen letzten Wochen im Podcast unglaublich kritisch gegenüber Real Madrid gewesen, hat klargemacht, dass Real Madrid auf mehreren Positionen Verstärkungen braucht. Ja, und ich glaube, man hätte ja dann dieses Duo Kroos und Klopp, wobei Kroos dann nicht irgendwie Co-Trainer wäre, sondern in einer verantwortlichen Position bei Real Madrid. Und ganz ehrlich, wie gesagt, das würde mir sehr viel Hoffnung machen für die Zukunft von Real Madrid, weil ich sehr viel von dem Toni Kroos halte. Ja, wie gesagt, das ist die Zusammenfassung der Situation von Toni Kroos und Real Madrid. Es ist übrigens überall auch nochmal bestätigt, Real Madrid hat noch mit keinem Trainer irgendwelche Gespräche geführt etc. Also vielleicht mit Beratern hier und da schon, die sollen die auch schon mal überall die Entourage angefragt haben, ob der Trainer überhaupt bereit wäre etc. Ja, und der das bei einem Jürgen Klopp übernehmen soll, ist Toni Kroos. Das Ganze zumindest laut Joaquín Maroto, Ramón Álvarez de Mon und das, was ein Mario Cortegana gesagt hat, habt ihr selber gelesen und bei einem Fabrizio habt ihr es gehört. Ja, ich bin gespannt, was ist eure Meinung zu dieser Situation um Toni Kroos? Macht es euch genauso viel Hoffnung und Freude wie mir? Lasst eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren, aber auch gerne zu den anderen Szenen, die wir heute besprochen haben. Wenn ihr da seid, seid so nett, lasst ein Like auf diesem Video, hypt dieses Video, das wäre sehr toll. Wer noch kein Follow da gelassen hat, drückt drauf, das hilft diesem Kanal unglaublich weiter. Ich bin auf der Jagd nach den 30.000, würde mich unglaublich freuen und ich würde vorschlagen, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. À la Marie!